Hey Freunde, was geht ab und herzlich willkommen an einem neuen Video von mir. Wir unterhalten uns heute mal ein bisschen darüber, wie ich das Ganze bei meinem Canopy Camper mit der Rückfahrkamera gelöst habe. Tagtäglich bekomme ich von euch E-Mails und Instagram-Nachrichten, was mich richtig freut. Und ihr fragt mich, wie hast du das Ganze mit deiner Rückfahrkamera gelöst? Das ganze Problem hatte ich damals auch, logischerweise. Wir haben uns unseren Ford Ranger neu gekauft, da war die Rückfahrkamera auch in der Heckklappe mit drin. Und vor allem, wenn man einen Neuwagen hat, direkt gleich nach irgendwie nicht mal 1000 Kilometern direkt mal alles wegbauen, vor allem die Rückfahrkamera. Fand ich überhaupt nicht cool. Das hat mir schon wirklich wehgetan und deswegen hatte ich mir eigentlich mehr oder weniger nur vorübergehend überlegt, wie könnte ich das so schnell wie möglich mit der Rückfahrkamera lösen, dass sie nicht einfach nur hinten rumhängt, sondern weiterhin funktioniert. Und dann habe ich eigentlich in so einer Hauruck-Aktion, kurz bevor wir zu Genesis Import gefahren sind, unseren Canopy Camper draufbauen lassen, noch kurz aus einem Holzpflock mir eine Halterung rausgefräst, gesägt, geschliffen, dass das Ganze dann halt nachher halbwegs irgendwie hinten an meinem Auto ist. Genau, ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt einfach mal gemeinsam an. Ich zeige euch überall, wie ich das Ganze gelöst habe. Ich habe leider damals noch keine Videos darüber gemacht, wie ich das hingebaut habe. Aber ich denke mal, wenn ich euch das zeige, dann ist das schon eine ganz coole Sache. Also, nichts wie los. So sieht unsere Rückfahrkamera im Prinzip jetzt aus. Eigentlich erstmal sehr unspektakulär und auf den ersten Blick nimmt man das auch so eigentlich gar nicht wahr, dass das die Rückfahrkamera ist, weil es ist einfach nur so ein Holzklotz hier hinten dran und da ist im Prinzip dann die Rückfahrkamera drin. Das Ganze habe ich eben, wie schon vorhin erwähnt, aus einem kompletten Holzklotz rausgefräst. Den habe ich erstmal in der Mitte aufgesägt und habe dann innen drin mit so einer Oberfräse alles ausgefräst, dass diese Rückfahrkamera, diese originale Rückfahrkamera da wieder reingepasst hat. Die Rückfahrkamera müsst ihr natürlich erstmal aus der Heckklappe rausbauen. Da könnt ihr einfach die Heckklappe hinten aufschrauben, diese Kunststoffplatte drauf und da könnt ihr dann die originale Rückfahrkamera rausnehmen, könnt ihr einfach abstecken und dann woanders drin verbauen. Wenn ihr das dann soweit so ausgefräst habt, wie das jetzt aussieht, ich zeige euch das gleich dann mal noch in den ganzen einzelnen Bereichen, weil ich wollte natürlich, dass das Ganze auch halbwegs cool aussieht. Auf jeden Fall habe ich, nachdem ich das Ganze aus dem Holzblock rausgefräst habe, wollte ich das Ganze noch zum einen schwarz haben, weil so mit normaler Holzfarbe sieht das halt einfach richtig doof aus hier hinten. Und es sollte natürlich auch geschützt werden. Hier ist der Einstiegsbereich, hier werdet ihr ständig mit euren Füßen dagegen treten, mal draufstehen oder sonst irgendwas. Deswegen sollte es gut geschützt sein, die Kamera. Und dieser Lack, den ihr da drauf macht, der sollte auch ordentlich sein. Erst habe ich es mit einer Sprühdose gemacht und hat überhaupt nicht gut gehalten. Mit dieser Sprühdose tretet ihr euch das direkt in den ersten 2 Tagen einfach runter. Deswegen kam ich auf die Idee, diesen Herculiner oder Badliner zu nehmen, mit dem wir auch unsere Pritsche bestrichen haben. Dieser Schutz, also einmal gegen Rost und einmal gegen Beschädigung halt von der Pritsche. Und dieses Zeug, kann ich euch sagen, das Zeug ist richtig geil. Ich habe das auch 2- oder 3-mal damit eingestrichen und das ist wirklich richtig gut. Das habe ich jetzt auch seit einem Jahr lang dran. Also diese Rückfahrkamera hängt seit einem Jahr jetzt hier hinten an diesem Auto dran und es funktioniert wirklich richtig gut. Hier an den Ecken ist es jetzt so ein bisschen abgeplatzt, aber das ist nicht irgendwie von dem Regen aufgequollen. Es ist nicht allgemein kaputt gegangen, nicht abgefallen. Also dieses Herculiner und Badliner Zeug kann ich euch wirklich nur empfehlen, um da drüber zu machen, um diese Sachen zu schützen. Also unterhalten wir uns im nächsten Schritt mal darüber, wie ich das Ganze dann montiert habe, nachdem ich diesen Holzklotz zusammengebaut habe und diese Kamera innen reingebaut habe. Die Montage an sich ist stattgefunden. Ich habe den hinteren Teil hier, den da, habe ich von hinten mit dem vorderen Teil verschraubt, damit die zwei einfach halten und nicht wegfallen. Und dann habe ich von hier vorne einfach 2 Schrauben, Gewindeschrauben bis komplett hinten durchgemacht. Das Ganze habe ich dann hier hinten mit einer Platte gegen gekontert, die könnt ihr hier sehen. Und da habe ich dann von hinten Schrauben reingemacht, also Muttern. Und dann hebt das eigentlich wirklich gut. Hier hinten könnt ihr die Kabel sehen, die weglaufen. Hier, die haben dann hier unten drunter, da ist im Vorsprung genug Platz, dass da nichts passiert. Das Ganze hier wirklich richtig stabil, also ihr kriegt das auch nicht abgerissen. Das ist richtig Heavy Duty. Das Ganze habe ich hier in dieser Heckstoßstange verschraubt.
Da kann das Kabel hinten drin anständig runterlaufen und diese Platte, die ich hier hinten dran gebaut habe, damit das Ganze hält, die habe ich noch mit Filz beklebt, dass es sich nicht irgendwo aufreiben kann. Damit das Ganze ein bisschen cooler aussieht, habe ich dann hier an den Ecken das noch überall ein bisschen abgeflacht, dass es einfach ein bisschen ergonomischer aussieht und ja, so sieht es dann von der Seite aus. Und so sieht es von der anderen Seite aus. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch mal von unten, wie das Ganze aussieht. Also würde ich sagen, legen wir uns doch mal gemeinsam unter das Auto und schauen uns an, wo die Kabel rumlaufen und wie ich die Kabel dann verlegt habe. Das Schöne bei Ford Ranger ist, ihr könnt euch einfach, wenn ihr diese Luftfahrwerke oder ein Höherlegungsfahrwerk drin habt, ihr könnt euch einfach drunter setzen und gemütlich arbeiten. Das war vor allem beim Standheizungseinbau richtig angenehm, dass man hier unten drunter einfach richtig schön viel Platz hat. Wenn dich das Video übrigens interessiert über meine Standheizung, dann schau mal hier oben nach, dann habe ich dir das auch mal noch verlinkt. Das war ein durchaus spannendes Projekt, um es mal so zu sagen. Also kümmern wir uns wieder um die Rückfahrkamera. Hier laufen die Kabel von meiner Rückfahrkamera entlang, die originalen, und die laufen dann hier so rüber. Hier habe ich sie dann ein bisschen zusammengebunden, weil sie sonst zu lang gewesen wären. Und hier ist das Loch, um euer Reserverad normalerweise abzusetzen. Da können wir mal kurz reingucken gemeinsam. Da sieht man von hinten die Schrauben, wie ich die ganze Halterung montiert habe. Und dann laufe ich mit den Kabeln hier hinten rein. Hier hinten rein und hier hinten dran sitzt dann diese komplette Halterung, also hier unten drunter. Das heißt, ihr habt dann auch wirklich Platz für die Kabel, die können dann gemütlich hier hinten lang laufen. Da sieht man ja auch ein bisschen das Kabel, so. Da sieht man das Kabel. Also alles in allem seht ihr, ihr habt hier hinten richtig schön viel Platz, ihr könnt arbeiten und genau. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal noch hier im Auto an. Hier ist mein Onboard-Computer oder Onboard-Display. Können mal den Zündschlüssel jetzt rumdrehen und können mal die Musik ausmachen und warten, bis das Vieh hochfährt. So, boop, und den Rückwärtsgang gehen. Und wie ihr seht, sollte ich vielleicht noch meine Piepse ausmachen, weil da steht noch mein Stativ. Aber so sieht das Ganze auf jeden Fall aus. Man hat wirklich noch eine gute Sicht, man sieht Personen hinten dran, man sieht alles, man kann wirklich gut einparken. Das passt hier von der Ausrichtung, also ihr müsst natürlich auch wirklich darauf achten, dass dieser Mittelstrich hier auf eure Anhängekupplung ist, also halt einfach mittig vom Fahrzeug, und dass diese Striche hier drauf, diese Einparkhilfen, dass die halt auch wirklich gerade hängen. Das heißt, wenn ihr eure Halterung, sehr schön, mal wieder Probleme im Bremssystem, läuft. Wenn ihr die natürlich falsch rum, wenn ihr die natürlich schräg irgendwie einbaut, dann ist das halt einfach ein Riesenproblem, weil dann passt das Ganze nicht mehr und dann könnt ihr da nicht mehr so richtig viel drauf geben. Das heißt, achtet wirklich darauf, wenn ihr das macht, dass ihr sauber arbeitet und dass einfach diese Striche dann halt gerade sind. Okay, um einfach schon mal vorneweg zu sagen, das Ganze hier ist noch nicht meine finale Lösung. Das war, wie vorhin erwähnt, eigentlich wirklich nur so ein vorübergehendes Ding, was ich eigentlich dann relativ zügig beheben wollte. Aber wie ihr selber wisst, so vorübergehende Dinge halten manchmal ganz schön lange und geraten dann irgendwann aus dem Blickwinkel und ändern tut man sie dann manchmal gar nicht mehr oder wirklich sehr spät und ja. Die Rückfahrkamera ist eine der Dinge, wo ich mir sehr viel Gedanken drüber mache. Bis jetzt noch nichts komplett Finales habe, aber sehr viele Ideen. Und um es auf jeden Fall mal auf den Punkt zu bringen, ich bin immer noch am Überlegen nach einer Lösung für viele Leute. Nicht nur für mich, die für mich funktioniert, sondern für viele Leute.
Nicht nur mit einem Ford Ranger, sondern auch mit anderen Fahrzeugen, weil im Prinzip hat jeder, der einen Pickup hat und jeder, der sich einen Canopy Camper draufbauen lassen hat, hat genau dasselbe Problem. Er muss seine Rückfahrkamera hinten aus der Heckklappe ausbauen, hat sie dann erstmal nicht mehr, was bei so einem modernen Fahrzeug eher sehr nervig ist, wenn man theoretisch vorne eine Rückfahrkamera hat, aber diese nicht benutzen kann. Und deswegen, wie gesagt, bin ich aktuell an einer Lösung dran, die man entweder direkt an den Canopy Camper schrauben kann und dann verwendet. Eben ganz egal bei welchem Fahrzeug, vor allem auch ganz egal mit welcher Heckstoßstange, weil sobald diese Heckstoßstange weggeht und wir eine andere Heckstoßstange dran haben, funktioniert das ja auch nicht mehr. Da muss ich mir auch Gedanken machen. Deswegen gebt mir noch ein bisschen Zeit. Irgendwann bringe ich vielleicht mal eine Lösung für viele Leute, für alle Leute, wie auch immer. Aber bis dahin, meine funktioniert soweit und das ist eigentlich im Prinzip die Hauptsache. Also, wenn ihr Lust habt, dann baut euch das doch einfach so nach. Für den Anfang funktioniert das eigentlich wirklich gut. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann baut euch das Ganze aus einem 3D-Drucker nach. Fragt mal in der Bekanntschaft rum, ob irgendjemand einen 3D-Drucker hat und haut euch das zumindest aus dem 3D-Drucker raus. Das ist nochmal eine Ecke massiver. Sieht vielleicht auch cooler aus, ich weiß es nicht. Und ihr könnt das Ganze halt wirklich auf einen Millimeter genau euch ausdrucken lassen. Und somit würde ich sagen, sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Das Ganze sollte nur ein kurzes Informationsvideo werden. Für all diejenigen von euch, die sich gefragt haben, wie ich das gelöst habe mit meiner Rückfahrkamera, hier ist das Video, jetzt habt ihr es gesehen. Wahrscheinlich ist es schon nochmal ein bisschen informativer, als wenn ich euch einfach irgendwelche Fotos schicke und euch nicht wirklich groß was dazu sagen kann. Wenn ihr das Video trotzdem gefallen haben sollte, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben geben würdest oder mir einfach mal unten in die Kommentare reinschreiben würdest, wie du das Ganze mit deiner Rückfahrkamera gelöst hast oder ob du das Ganze eine sinnvolle Lösung findest, so zumindest vorübergehend mal für den Anfang. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du jetzt auf Abonnieren klicken würdest und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, weil dann wirst du nämlich auch sonntags benachrichtigt, wenn wir unsere Videos hochladen und verpasst kein Video mehr. Und somit würde ich sagen, vielen Dank fürs Anschauen, Freunde. Ich bin raus, wir sehen uns dann am Sonntag wieder. Haut rein und ciao.